Zum Jahreswechsel steigen die Krankenkassenbeiträge und die Kassenchefs sprechen jetzt Klartext. Schuld ist die Ampelregierung und das Bürgergeld, denn die finanzielle Unterstützung, das die Krankenkassen für die Bürgergeldempfänger bekommen, sei einfach zu niedrig, so der Vorwurf. Eigentlich wurde im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart, die Zahlungen zu erhöhen. Bisher ist das aber weder passiert, noch ist es in Planung. Jetzt gilt es also, ein Finanzloch von 9,2 Milliarden Euro zu stopfen. Und das auf Kosten der regulären Beitragszahler. Aber das ist natürlich auch ein richtiger Knall für die Sozialkassen. Zugeschaltet ist mir nun Tino Sorge von der CDU, Bundestagsabgeordneter und gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Guten Tag, Herr Sorge. Hallo, Herr Hedler, grüß Sie. Was zeigt diese Ankündigung? Das ist ja eine konzertierte Aktion aller großen Krankenkassenchefs, dass die Zahlungen um bis zu 0,8 Prozentpunkte erhöht werden müssen. Was zeigt das über den Zustand der Kasse? Ja, im Grunde ist das überhaupt keine Überraschung, weil das Problem, dass eben für die Beiträge für Bürgergeldbezieher viel zu wenig in den Gesundheitsfonds eingezahlt worden ist, das gibt es schon seit mehreren Jahren. Wir haben seit Anfang dieser Legislatur immer wieder darauf hingewiesen. Es steht sogar in der Ampel, also im Koalitionsvertrag, dass man quasi diese zu geringen Einzahlungen in den Gesundheitsfonds, das sind mittlerweile ungefähr 10 Milliarden, teilweise sogar noch mehr, endlich in diesen Gesundheitsfonds einzahlt. Und im Grunde, wenn das passiert wäre, hätten wir die ganze Problematik jetzt nicht. Aber wie erklären Sie sich das? Wie kann sowas passieren? Also es ist das Prestigeprojekt von SPD, Sozial- und Arbeitsminister Hubertus Heil. Also wenn ich so ein Projekt durchdrücke, dann muss ich es doch auch durchgerechnet haben. Oder ist jetzt wieder Herr Lindner der Schuldige, der sagt, ja, wir haben einen angespannten Haushalt, wir können das einfach nicht ausgleichen? Ja, das ist im Grunde das Riesenproblem, dass da immer in Töpfe reingegriffen wird, in dem Fall eben in den Gesundheitstopf und man eine bestimmte Gruppe, in dem Fall die Beitragszahler, immer für Dinge bezahlen lässt, für die dieser Topf nie vorgesehen war. Und es ist eben so, wenn Sie quasi nur ein Drittel der tatsächlichen Kosten erstatten, dann wird quasi mit jedem Bürgergeldbezieher, der medizinische Leistungen in Anspruch nimmt, das Delta, also das Minus größer. Und das gehört in diesen Topf, diese 10 Milliarden. Das hätte schon längst passieren müssen. Wir hatten in der letzten Legislatur einen Bundesfinanzminister, der hieß Olaf Scholz. In dieser Legislatur ist es Christian Lindner und jeder Finanzminister sagt immer, es ist nicht mein Problem. Ich mache das zulasten der Beitragszahler und das, was die Kassen jetzt zu Recht anmahnen, ist eben, man kann nicht zu wenig in Töpfe einzahlen oder fremde Leistungen aus diesen Töpfen bezahlen und sich zum Schluss wundern, wenn das Geld nicht reicht. Also dann hätten wir auch diesen rasanten Beitragsanstieg wie im nächsten Jahr, also Rekordbeitragsanstieg seit 1975 haben wir sowas nicht mehr gesehen, dann hätten wir den eben nicht. Herr Sorge, wie setzen sich denn diese Kosten für die Bürgergeldempfänger zusammen? Also was wird da überhaupt berechnet? Sie sagen seit 1975 die höchste Beitragserhöhung. Also haben wir noch die Werte von 1975, die da tatsächlich als Beispiel genommen werden? Nein, es geht ja darum, dass quasi Bürgergeldbezieher auch gesetzlich versichert sind, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da gibt es durchschnittliche Werte. Also man kann statistisch sagen, dass beispielsweise pro Bürgergeldempfänger durchschnittlich um die 350 € momentan an Kosten entstehen. Aus dem Bundeshaushalt werden aber nur 119 €, also gerade mal ein Drittel in diesen Topf, in den Gesundheitsfonds eingezahlt. Das führt dazu, wie in allen anderen Bereichen auch, wenn Sie eine Leistung in Anspruch nehmen und dafür aber nur ein Drittel bezahlen, dann wird das Minus immer größer. Und hier müssen eben dann die Beitragszahler, also diejenigen, die jeden Monat ihre Beiträge aus dem Einkommen bezahlen, dann für dieses Minus mit in Haftung genommen werden. Und das ist eigentlich ein Betrug am Beitragszahler. Das haben jetzt auch die Kassen, die es ja schon auch viele Jahre fordern, nochmal ganz klar deutlich gemacht. Und das Ärgerliche oder das Widersinnige ist ja, dass die Ampel das ja selbst erkannt hat, im Koalitionsvertrag aufgeschrieben hat und jetzt genau das Gegenteil macht, nämlich gar nichts. Jetzt gibt es ja sogar Vorschläge aus der Ampel, dass die privaten Krankenkassen, also die Privatversicherten, hier aushelfen könnten und auch in die gesetzlichen reinzahlen. Aber das würde das System ja vollkommen überfordern. Aber das ist doch auch dann nicht gerecht. Also was halten Sie von solchen Vorschlägen, die tatsächlich jetzt auch von SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach immer wieder angeführt werden? Ja, im Grunde ist das erstmal absoluter Blödsinn, weil es geht jetzt darum zu sagen, man muss auch
die gesetzliche Krankenversicherung endlich mal strukturell überarbeiten. Da ist eine Reform angesagt. Karl Lauterbach lässt diese Reform jetzt auch schon fast 3 Jahre liegen. Er kündigt immer gern an. Und wenn man eben weiß, dass man durch mehrere Dinge, also wir werden immer älter, die Kosten steigen auch in einigen Bereichen, dann muss man sich überlegen, ob immer nur die Beitragszahler der kommenden Generation diese immer höheren Kosten der vorhergehenden Generation bezahlen oder ob man nicht sagt, so haben wir es vorgeschlagen, einerseits, man schaut eben erstens, was gehört ins System, also diese 10 Milliarden, damit wäre das Defizit mehr oder weniger schon überhaupt nicht mehr da. Und dann muss man auch darüber sprechen, ob wir bei vielen versicherungsfremden Leistungen, also auch Menschen, die nie eingezahlt haben in dieses System, die dieselben Leistungen bekommen wie die jahrzehntelang eingezahlt haben, ob man da stärker differenziert. Und das sind Punkte, die geht die Ampel nicht an, weil es natürlich unangenehme Diskussionen sind, die man aber führen muss. Und das führt immer stärker dazu, dass zum Schluss die Beitragszahler über Gebühr belastet werden. Also die Fleißigen sind die Dummen und die Ampel macht sich hier einen schlanken Fuß. Tino Sorge, CDU-Bundestagsabgeordneter, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.